Es ist so, als wäre ich auf Drogen. Es ist alles voller Scheiß. Irgendwas riecht hier. Du brichst das jetzt ab oder du ziehst aus. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe einen Monat lang nicht aufgeräumt, weil ich wissen wollte, wie viel Unordnung ich persönlich ertrage. Okay, so extrem sah es bei mir nicht aus, aber körperlich und innerlich war es. Ich kann mich nicht besonders gut von Dingen trennen und lebe schon immer eher im kreativen Chaos. Keine Ahnung, wie diese Lifestyle-Menschen auf Instagram das machen, aber in meinem Arbeitszimmer ist nie Ordnung. Und dieses Durcheinander werde ich jetzt auf mein ganzes Leben ausbreiten. Ist das gefährlich? Erstens, Unordnung kann für unser Gehirn und Wohlbefinden zum ernsthaften Problem werden. Wir produzieren mehr Stresshormone im Körper, wenn unser Umfeld unordentlich ist, und das macht uns auf Dauer krank. Zweitens, Unordnung verhindert Konzentration, da das Gehirn sich ständig von verschiedenen Dingen ablenken lässt. Es gibt auch Menschen, die im Chaos kreativ werden, wie der Maler Francis Bacon. Seine private Wohnung war allerdings aufgeräumt. Drittens, Unordnung macht die meisten von uns unglücklich. Wir fühlen uns nicht geborgen und zweifeln mehr an uns. Studien weisen zudem darauf hin, dass Menschen mit einem aufgeräumten Arbeitsplatz für kompetenter gehalten werden. Die scheinen ihr Leben im Griff zu haben. Chaos kann offenbar aber auch gemütlich sein. Es gibt sogar einen Trend in Richtung Chaos: Cluttercore. Dabei feiern Menschen ihre vollgepackten Wohnungen ab. Es geht dabei um organisiertes Chaos, mehr Farben und Gemütlichkeit. Und statt Minimalismus Maximalismus. Ich werde in den nächsten 4 Wochen nichts wegräumen, ob Kaffeetasse, Paket oder Kleider. Alles, was ich benutze, bleibt liegen. Und damit das Ganze etwas verdichtet wird, lebe ich so viel ich kann in meinem Arbeitszimmer. Und auch um die anderen Menschen, mit denen ich zusammenlebe, nicht unnötig mit reinzuziehen. Du brichst das jetzt ab. Es ist etwas ungewohnt, aber ich stelle mein Frühstück jetzt einfach hier ab und lasse es dann auch da stehen. Und so arbeite ich den ganzen Tag an meinem Drehbuch für den NDR. Am Abend werfe ich meine benutzten Kleider in die Ecke und denke nicht mehr drüber nach. Ich habe keine Ahnung, ob es da eine offizielle Regel für gibt, aber je voller es wird, desto gemütlicher wird es auch hier drin. Im Alltag habe ich jetzt schon 3 krasse Probleme. Ich habe keine Töpfe mehr, ich habe kein Geschirr mehr und mein Kleiderschrank ist fast leer. Aber Anfang der 2. Woche kommt ein ganz neues Problem dazu, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ein gesundheitliches. Also arbeitstechnisch komme ich gut voran. Nur mein Schreibtisch wird immer voller. Also digital und real. Und meinen Arbeitsplatz mag ich wirklich gerne aufgeräumt. Ich esse nur noch Fertigessen oder Snacks. Liegt das wirklich nur am fehlenden Geschirr? Es liegt am Chaos und dem daraus resultierenden Stress. Studien weisen darauf hin, dass Menschen dann den persönlich höchsten Stressfaktor haben, wenn es um die Unordnung in ihrer eigenen Wohnung geht. In diesem Chaos essen wir dann auch deutlich ungesünder und mehr. Ja, okay, ich esse schlechter, aber macht das Chaos mich vielleicht kreativer? Die Arbeitsplätze einiger weltbekannter Kunstschaffender sind chaotisch. Andere hingegen arbeiten in fast klinischer Ordnung kreativ. Wer dazu tendiert, weniger schnell abgelenkt zu werden, kann auch im Chaos gut arbeiten. Ich war bisher davon überzeugt, dass ich das sehr gut kann. Vielleicht auch, weil ich ungern aufräume und mir das gerne einrede, werde ich also jetzt noch kreativer. Mein digitales Chaos macht mich wahnsinnig und es geht damit los, dass ich wirklich nichts mehr finde. Eine SD-Karte ist weg, ein Notizheft finde ich nicht mehr und da hatte ich wichtige Notizen drin für meine Arbeit. Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendwo zwischen ist. Es ist alles voller Scheiß. Und dieses Desktop macht mich total nervös. Es ist so vollgemüllt. Meine Arbeit ist insgesamt gerade nicht auf dem Level, wo es sein sollte. Der Sender findet Fehler und die haben recht und ich mache einfach Fehler, die ich sonst nicht machen würde. Meine Töpfe verstauben, mein Geschirr trocknet fest, ich esse fast nur noch Brot und trage alte Kleidung, die ich eigentlich in den Keller gepackt hatte. In der 2. Woche gehe ich öfter raus und esse beim Spazierengehen Junkfood. Aber vor allem fange ich unbewusst an, meine Wohnung zu meiden. Aber ich habe mir gerade ehrenlos diese komplette Packung Stapelchips einfach reingeballert. Richtig reingezwängt. Meine Kreativität bekommt keinen Schub. Ich lebe allerdings auch nicht mehr im kreativen Chaos, sondern in meinem eigenen Müll. Und Kartons von allem, was ich so geschickt bekommen habe oder bestellt habe. Und es geht mir auch wirklich schlechter. Auch wenn ich es hier noch zu verstecken versuche. Und eigentlich wäre das auch eine gute Videoidee. 3 Monate lang gar nichts mehr kaufen außer Nahrung. Weil es ist so voll. Es ist 10:30 Uhr und mir ist gerade aufgefallen, dass ich lieber im Regen im Wald spazieren gehe, als in meinem Arbeitszimmer zu sitzen, um meine Arbeit zu machen. Das ist einfach gerade kein Witz. Es ist wirklich Müll. Ich kann mich nicht konzentrieren. Jeder hat eigene Messwerte für Ordnung und Unordnung, aber meiner ist hier definitiv erreicht. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ich setze mich hier selbst gewählt dieser Unordnung aus. Nach dem Experiment räume ich einfach wieder auf. Aber nicht jeder Mensch kann sich dafür entscheiden, einfach aufzuräumen und ordentlich zu sein oder nicht. Bei depressiven Symptomen zum Beispiel kann hier eine Negativspirale von Unordnung und Depression entstehen. Dazu kommt noch, dass sich viele schämen und sich nicht mehr trauen, Freunde einzuladen.
Wenn ihr vielleicht Menschen in eurem Umfeld habt, die Schwierigkeiten haben aufzuräumen, findet mal vorsichtig raus, ob ihr mit ihnen zusammen aufräumen könnt. In solchen Lagen sind viele Menschen für diese Art von Hilfe sehr dankbar. Ach ja, bevor es irgendwer in die Kommentare schreibt, ja, es gibt auch das Messi-Syndrom, aber das ist was ganz anderes. Das Messi-Syndrom ist ein zwanghaftes Verhalten, bei dem man Dinge ansammelt und sich nicht davon trennen kann. Teilweise sind die Wohnungen nicht mehr betretbar. In Deutschland sind ca. 2,5 Millionen Menschen davon betroffen. Helfen kann man hier nur, wenn die Betroffenen es selbst möchten. Es ist einer der größten Albträume für Vermieter, eine zugemüllte Mietwohnung. Jedoch kann der Vermieter erstmal gar nicht so wahnsinnig viel dagegen tun, denn der Mieter selbst hat ja das Recht, die Wohnung zu bewohnen, wie er das möchte. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Abmahnen darf der Vermieter dann, wenn durch den angesammelten Müll zum Beispiel eine Gefährdung der Substanz der Wohnung entsteht. Die Abmahnung muss dem Mieter zusätzlich eine ausreichende Frist setzen, den Müll zu entfernen. Kommt dieser dem nicht nach, kann der Vermieter den Mietvertrag kündigen. Geht der Mieter noch rechtlich dagegen vor, ist es stark vom Einzelfall abhängig, ob eine Klage hier Erfolg hat oder nicht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Ordnung. So kann Aufräumen uns dabei helfen, dass es uns auch mental besser geht, und eine Therapie kann uns dabei helfen, die inneren Probleme zu lösen. Und das kann uns letztlich auch motivieren, endlich aufzuräumen. Und auch unserem Gehirn geht es besser, wenn wir unser Umfeld aufräumen. Damit räumen wir gleichzeitig auch einiges in unserem Kopf auf. Mir geht es im Chaos immer schlechter. Meine Konzentration lässt nach, meine Arbeitsqualität leidet und ich fange an, mich zu isolieren. Gleichzeitig fange ich verzweifelt an, neuen Müll auf Stapel zu werfen, damit wenigstens etwas geordnet ist. Und als ich fast am Ende bin, tauchen erste positive Effekte dieses Experiments auf. Aber zuerst sprechen wir kurz mal über Ordnung. Ich denke und lese gerne. 2 Buchempfehlungen. In seinem Buch Ordnung im Kopf bietet Thomas Borchardt neben spannender Einblicke in unser Gehirn praktische Mitmach-Challenges, um spielerisch mehr Ordnung in eure Wohnung und euer Leben zu bekommen. Was unsere Erziehung mit unserer Ordnung zu tun hat und wie wir aus der Spirale des immer wiederkehrenden Chaos entfliehen können, wird hier unterhaltsam vermittelt. Auch wenn ich Magic Cleaning nie gelesen habe, hat mich das Buch über einen organisierten Arbeitsplatz und Arbeitsalltag von Marie Kondo beeindruckt. Neben Schreibtischen, digital und analog, geht es auch um aufgeräumte Smartphones und Kalender. Danach ordnet man erstmal sich selbst und sein Leben neu. Diese beiden sehr empfehlenswerten Bücher gibt es auch bei Bookbeat. Mit Bookbeat kann ich freihändig Bücher hören beim Spazierengehen, Joggen und Putzen meiner Wohnung. Bookbeat hat über 700.000 Hörbücher, Hörspiele und E-Books für euch. Mit der Schlummerfunktion auch zum Einschlafen geeignet, und durch variable Abspielgeschwindigkeit könnt ihr jedes Hörbuch perfekt für euch anpassen. Mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr Bookbeat jetzt 2 Monate lang kostenlos testen. Ich nutze es seit über einem Jahr sehr gerne und... Riecht ihr das auch? Nein, nein, nein. Jetzt kommt irgendwie da hinten aus der Ecke. Da komme ich jetzt im Moment überhaupt nicht vernünftig hin. Also lasse ich das mal. Vielleicht habt ihr das Ergebnis des ersten positiven Effekts dieses Experiments sogar mitbekommen. Ein YouTube-Video über Diebstahl mit neuem Schnittstil und einem ganz anderen Ansatz. Und für den Dreh schmeiße ich alles vom Schreibtisch auf den Boden, damit es nicht so schlimm aussieht und ihr noch nicht merkt, was eigentlich gerade hier abgeht. Unordnung scheint uns zu motivieren, Dinge anders zu machen, und fördert unkonventionelles Verhalten. Das heißt, wir sind anderen Dingen gegenüber aufgeschlossener, wenn es chaotisch um uns ist. Darauf weist ein Experiment der Psychologin Kathleen Voss hin. Je nach Person kann das natürlich trotzdem komplett abweichen. In meinem Fall hat es zu einem von der Norm abweichenden Selbstexperiment mit ungewöhnlichem Schnitt geführt. Und ich filme auch fast das ganze Video woanders und meide so gut ich kann meine Wohnung. Ja, und tatsächlich schneide ich aktuell dieses Video auch draußen, weil es nirgendwo anders geht. Meine Ernährung ist nur noch Müll und ich fange an, Klamotten mehrfach zu tragen. Und die Klamotten fangen an zu müffeln. Kauft mein Merch. Ich traue mich auch nicht mehr, mich mit Freunden zu treffen oder Geschäftstermine anzunehmen und sag alles ab und verschiebe oder mach's digital. Mein Arbeitszimmer und die Wohnung ist so ein Chaos, dass es auch von außen langsam eine klare Ansage gibt. Brichst das jetzt ab oder du ziehst aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch aktuell nicht richtig klar denken. Es ist so, als sei ich auf Drogen, als hätte ich mir irgendwie Kaffee mit Alkohol gemischt. Die Gedanken sind total wirr, aber ich unruhig. An diesem Abend entsteht der für mich persönlich wichtigste Effekt. Ich mache eine To-Do-Alles-Liste. Ich habe jetzt alles aufgeschrieben, alles, was ich machen will. Hier auf über 20 Seiten. Alles, was ich mir vorgenommen habe im Leben, habe ich erstmal aufgeschrieben. Was absurd viel ist natürlich. In den nächsten Tagen werde ich hier alles rausstreichen, was unrealistisch ist oder was mich belastet, um den Kopf mal frei zu kriegen, weil das hat man ja immer so dabei, gerade als Kunstschaffender, um einmal auszusortieren, aufzuräumen im Kopf. Ich sehe aus wie ein Verrückter in diesem Raum mit den Haaren gerade. Und so kommt es, dass ich Anfang der 4. Woche doch mit dem Aufräumen anfange.
aber nur im Kopf. Alles, was ich mir jemals vorgenommen habe, wird untersucht und es wird sehr viel losgelassen. Das war eine richtig gute Idee. Ich fühle mich so befreit, weil ich ganz, ganz viel einfach rausgeschmissen habe. Ich werde nie Koreanisch lernen. Ich werde die und die Filmidee vielleicht nie machen. Das nimmt den Druck total raus. Naja gut, hier sieht es immer noch richtig übel aus. Und auch wenn es mir jetzt gerade etwas besser geht, glaube ich nicht, dass ich diesen Zustand noch eine Woche hier drin aushalte. Ich halte eine weitere Woche aus, aber nur im Arbeitszimmer. Ich habe das Experiment ja auf meine ganze Wohnung ausgeweitet, die ich euch ja nie zeige, da ich nicht alleine lebe. Aber dort wurde das Experiment von den anderen abgebrochen. Also mich wurde gezwungen aufzuräumen und das war... Aufräumen ist laut aktuellem Forschungsstand so gesund, es könnte verschrieben werden. Wer in einem aufgeräumten Umfeld lebt, ist entspannter und konzentrierter. Der Körper produziert deutlich weniger Cortisol, unser Stresshormon, und schüttet Serotonin aus, unser Glückshormon. Regelmäßiges Aufräumen reduziert angeblich sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben gerade die ganze Wohnung aufgeräumt und ich habe jetzt richtig Lust, alle möglichen Sachen rauszuwerfen, aufzuräumen und auch wirklich Zeug loszuwerden. Noch ein bisschen Geduld. Im Arbeitszimmer herrscht allerdings bis zum bitteren Ende Chaos. Aber ich schummel und betrete das Zimmer einfach die ganze Woche kaum mehr und habe schon ein bisschen Angst davor, die ganze Wäsche zu waschen. Der Raum ist so riesig! Der Raum ist riesig und ich fühle mich so befreit. Und ich habe einiges online verkauft. Check Patreon oder Steady. Lieber früher.